Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Cloudways Video. Wenn du deine WordPress-Website auf ein wirklich solides Fundament stellen möchtest, dann zeige ich dir heute, wie du bei Cloudways einen kostenlosen Testaccount erstellst, darauf deinen ersten Server einrichtest, dann eine WordPress-Installation durchführst und wie du deine jetzige WordPress-Webseite von deinem bisherigen Hoster auf den neuen Server von Cloudways migrierst. Und zwar in einem Rutsch. Hi, ich bin Ulf, Fotograf aus Hamburg und Gründer der Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Tools und Services im Netz, die den Geschäftsbetrieb unterstützen. Und wenn ich was Interessantes finde, würde ich gerne in der Gruppe darüber mit euch diskutieren. Wenn das dein Thema ist, bist du herzlich in die Gruppe eingeladen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Außerdem drehe ich hier bei YouTube regelmäßig Videos dazu. Und wenn dich das interessiert, solltest du vielleicht ein Kanal-Abo erwägen oder zumindest ein Like da lassen oder einen Kommentar, denn Feedback ist immer wichtig. So viel dazu, kommen wir zu Cloudways. Kurze Anmerkung zur Transparenz. Cloudways hat mich nicht zu diesem Video beauftragt und ich bekomme auch kein Geld dafür. Ich sage lediglich meine Meinung, was ich von diesem Dienst halte. Es gibt allerdings diesen Link hier, ulfkrüger.de/Cloudways. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn ihr darüber den Dienst bucht, dann bekomme ich einen kleinen Teil des Geldes auf mein Cloudways-Konto gutgeschrieben. Ihr bezahlt natürlich nicht mehr, sondern im Gegenteil, auch ihr bekommt dann $15 auf euer Cloudways-Konto gutgeschrieben. Und das ist doch toll, dann bekommen alle Geschenke. Ich würde aber sagen, das war's, genug der Vorräte. Steigen wir jetzt direkt ein in die Account-Erstellung bei Cloudways. Wir befinden uns jetzt auf der Eingangs-Website, auf der Startseite von Cloudways und wollen unseren ersten eigenen Server einrichten. Dazu gehen wir hier oben auf den Button Start Free, denn wir können ja wie gesagt Cloudways die ersten Tage kostenfrei benutzen. Und geben hier mal unsere Daten ein. So, dann wollen sich hier zwei Fragen beantwortet haben. I would best describe myself as. Ja, was bin ich? In diesem Fall bin ich mal ein Blogger und monatlich gebe ich aus bis $50 für Hosting. Dann akzeptiere ich die AGB und sage Start frei. Und wir sind drin. Wir sollten auch zeitgleich eine E-Mail von Cloudways bekommen haben. Und da heißt es dann, dass wir diesen Account aktivieren sollen. Das mache ich jetzt mal eben. Ich habe diese Mail gerade eben bekommen. Das macht Cloudways eben, um sicherzustellen, dass die E-Mail auch funktioniert. So, jetzt sind wir drin. Wir sind auf der wirklichen Arbeitsseite von Cloudways und schauen uns mal an, was hier an Optionen geboten wird. Das klicken wir mal weg. Und jetzt haben wir hier eben die Möglichkeit, unsere entsprechenden Server auszuwählen. Einmal, wie gesagt, DigitalOcean, Linode, Vultr, Amazon und Google Cloud. Ich richte meinen Server hier nochmal bei DigitalOcean ein, weil das, wie gesagt, für den Anfang die günstigste Lösung ist. Mit 1 GB RAM habe ich 25 GB SSD Festspeicherplatz, 1 TB Transfer und einen Prozessor. Das ist quasi die gleiche Lösung, die ich jetzt auch in Wirklichkeit benutze. Und hier können wir jetzt schon die Location einstellen, wo unser Server denn sein soll. Und wenn wir hier mal schauen, da gibt es halt um die ganze Welt verschiedene Rechenzentren. Und in unserem Fall wähle ich jetzt Frankfurt aus, weil ich möchte, dass der Server da erstellt wird. Dann können wir hier noch einen Namen wählen für die Anwendung, die wir erstellen wollen. Das wird ja eine WordPress-Seite sein. Die nenne ich jetzt einfach mal WordPress Test. Ich schreibe das auch groß. So, unseren Server nennen wir mal Ulf Krüger und unser Projekt nennen wir Tutorial, denn schließlich machen wir jetzt ein Tutorial. So, dann haben wir hier eigentlich alles ausgefüllt. Dann sagen wir Launch Now und dann wird unser Server erstellt. Das sehen wir auch da oben oder hier sehen wir jetzt Adding Server. Und hier wird uns auch gleich erzählt, wie wir unsere WordPress-Seite mit einem Klick zu Cloudways migrieren können. Das schauen wir uns aber gleich an, nachdem unser Server eingerichtet ist. Das wird in ungefähr 7 Minuten der Fall sein, steht hier. Und so lange stoppe ich kurz das Recording und melde mich gleich wieder.
So, unser Server ist soeben fertig geworden. Wir haben unseren ersten eigenen Server auf Cloudways eingerichtet. Wir haben einmal hier unser eigenes Projekt, was wir vorhin erstellt haben, und auch die erste Seite, die wir, glaube ich, WordPress Test genannt haben. Genau, da ist sie. Und das schauen wir uns jetzt nochmal näher an. Das ist unser Server und das ist die IP, unter der er in Frankfurt erreichbar ist. So, schauen wir uns doch mal diesen Server an. Wir klicken mal drauf. Hier ist ein Hinweis, wie ihr über FTP bzw. über die verschlüsselte Variante SFTP auf den Server zugreifen könnt. Und hier sehen wir auch die Zugangsdaten für diesen SFTP-Zugang. Und dann schauen wir einmal hier drüben, was dieser Server uns alles an Informationen bereitstellt. Also das sind einmal die Master-Zugangsdaten für den FTP-Zugang. Dann haben wir hier das Monitoring. Da wird uns quasi angezeigt, wie viel Speicher wir momentan benötigen, wie hoch die CPU-Auslastung ist, wie viel Festspeicherplatz wir benutzen und wie viel Bandbreite wir verbrauchen. Da der Server jetzt natürlich brandneu ist, steht da noch nichts, aber das wird sich dann in den nächsten Tagen sukzessive füllen. Und hier können wir eben auch sehen, wann zum Beispiel die CPU dauerhaft am Limit ist oder wann das RAM dauerhaft am Limit ist, wo wir dann uns entscheiden können, ob wir vielleicht den Server ein bisschen nach oben skalieren wollen, eben mit mehr RAM oder mehr CPU-Kern. Das können wir hier ganz gut in diesem Monitoring erkennen. Bei Managed Services könnt ihr an den einzelnen Bestandteilen des Servers Konfigurationsänderungen vornehmen. Da gibt es zum Beispiel das Server-Betriebssystem Apache, die Datenbank, die Programmiersprache PHP und die Cages. Ich würde aber empfehlen, an diesen Einstellungen erstmal nichts zu ändern, es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut. Aber im Grunde genommen funktionieren diese Server von Cloudways zunächst mal out of the box, so wie sie voreingestellt sind, eigentlich sehr, sehr gut. Insofern würde ich hier nur was ändern, wenn euch die Funktionen der Einstellungen wirklich gut bekannt sind. Das gilt auch für diesen Reiter Settings und Packages. Auch hier könnt ihr eben weitere Serverparameter verändern, wie Uploadgrößen, Speicherzuordnungen. Ich würde einzig alleine unten bei PHP Timezone vielleicht eure lokale Zeitzone einstellen, dass wenn ihr irgendwelche Skripte ausführt, die eben auch zu eurer lokalen Zeit tatsächlich durchgeführt werden. Ansonsten würde ich von diesen Einstellungen erstmal die Finger lassen. Ihr habt auf jeden Fall einen mega performanten Server, der eben auch für größere Fotogalerien sehr, sehr gut aufgestellt ist. Es gibt einen Security-Tab, da können wir bestimmte IP-Adressen eingeben, die standardmäßig Zugang über FTP bei uns haben sollen. Dann gibt es dieses Vertical Scaling. Hier könnt ihr sozusagen später die Leistung eures Servers vergrößern. Dann gibt es hier Backups, da könnt ihr einstellen, wie häufig die Backups auf dem Server durchgeführt werden sollen. Und bei SMTP könnt ihr eure Mail-Konfiguration eintragen, damit auch der E-Mail-Verkehr aus eurem Server heraus funktioniert. Gut, schauen wir doch mal, was unser Server für Applikationen bzw. Applications bietet. Applications sind bei Cloudways dann letztlich die einzelnen Webseiten, die wir auf dem Server erstellen. Wir haben vorhin schon bei der Installation das erste Projekt WordPress Test erstellt. Das ist eine WordPress-Seite. Und wenn wir da draufklicken, dann schauen wir uns das mal an. Dann kriegen wir hier auch schon Zugangsdaten. Ja, hier wird es natürlich jetzt noch nicht viel zu sehen geben. Wir schauen mal, genau. Das ist also die WordPress-Installation, die Cloudways jetzt für uns gemacht hat. Da ist natürlich noch nichts drauf, sondern nur das Standardmäßige, was WordPress halt so anzeigt, nachdem es frisch installiert wurde. Interessant wird es natürlich erst, wenn wir unsere eigene Seite zu Cloudways migrieren. Und das wollen wir jetzt mal machen. Hier seht ihr die Seite, die wir gleich migrieren werden. Die ist bei meinem ehemaligen Hoster noch online. Das ist natürlich eine reine Testseite. Wie ihr seht, verkaufe ich auch Damenschuhe und Hosen. Ich würde aber in diesem Laden ehrlich gesagt nichts kaufen, weil wenn ich hier oben in die Adresszeile schaue, dann sehe ich, dass da kein grünes Schloss ist. Das heißt, hier ist kein SSL-Zertifikat installiert. Die Übertragung wird nicht verschlüsselt und das sieht zum Beispiel Google gar nicht gerne und die Zahlungsdienstleister auch nicht. Deswegen wird dieser Shop so nicht funktionieren. Aber der ist ja auch nur zu Testzwecken installiert, weil wir ihn jetzt zu Cloudways migrieren wollen. Also, wie kriegen wir jetzt diese Seite von meinem jetzigen Hoster rüber zu Cloudways? Dazu logge ich mich mal auf dieser Testseite im Backend ein. Wir müssen ein Plugin installieren. Dafür gehen wir hier auf Plugins und sagen Installieren. Und jetzt geben wir hier bei der Suche ein Cloudways WordPress Migrator. Ihr seht auch hier, der ist von Cloudways selbst. Da solltet ihr darauf achten, dass das auch der richtige Anbieter ist. Und wie gesagt, der wurde schon 6000 Mal aktiv installiert.
hat doch relativ gute Bewertungen und die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, das funktioniert ganz gut. Das installieren wir jetzt mal, dieses Plugin, und aktivieren es nach der Installation. So, und dann sind wir auch schon auf dem richtigen Punkt. Cloudways Migrate, das wollen wir machen. Jetzt schauen wir mal hier, was wir da eingeben müssen. Wir müssen einmal die E-Mail angeben. Das ist die E-Mail, mit der wir uns auch bei Cloudways angemeldet haben. Dann brauchen wir die Destination, also das Ziel, wo die Seite hin migriert werden soll. Dafür müssen wir wiederum auf unseren Cloudways-Account gehen, den wir gerade frisch eröffnet haben. Und dazu auf diese WordPress-Application, die auch gerade frisch installiert wurde. Und das ist diese URL, die wir brauchen. Diese Adresse brauche ich jetzt, die markiere ich mir und gebe die hier ein. Das ist das Ziel, wo ich mit meiner Seite hin möchte. Da brauche ich den Datenbanknamen, den finde ich auch wieder in den Cloudways-Einstellungen und zwar hier unter DB Name, das ist der Database Name. Da mache ich einfach Click to Copy und trage das in dem Migrator-Plugin hier ein bei Database Name. Und dann brauche ich noch die öffentliche IP-Adresse von unserem Cloudways-Server. Auch das finden wir natürlich bequemerweise hier. Da machen wir auch wieder nur Click to Copy und tragen das hier ein. Und dann brauchen wir die FTP-Zugangsdaten, die werden eben benötigt, damit die tatsächlichen Dateien unserer WordPress-Installation auch in das Verzeichnis bei Cloudways geladen werden können. Und diese FTP-Zugangsdaten, die sind ja noch gar nicht vorhanden, die müssen wir erstmal erstellen. Dann nehmen wir halt erstmal einen einfachen Namen, jetzt mal eben auf die Schnelle. Ihr solltet natürlich was Vernünftiges nehmen und ein Passwort und fügen diese Zugangsdaten hinzu. So, jetzt ist unser FTP-Account angelegt und wir klicken einmal auf den Namen, um den Usernamen zu greifen und tragen den hier ein bei SFTP Username und hier auch das eben erstellte Passwort. So, jetzt haben wir alle Daten eingetragen. Jetzt bestätigen wir noch die Geschäftsbedingungen und dann kann unsere Migration starten. So, Blockvolt überprüft nochmal unsere Daten. Ich hoffe, wir haben alles richtig eingegeben. Und das sieht so aus. Und hier sehen wir migrieren jetzt von der alten Adresse zur neuen Adresse unter Cloudways. Und das kann jetzt ein kleines bisschen dauern, je nachdem wie groß eure Seite ist, zwischen ein paar Minuten und auch einigen Stunden. Aber ich werde das jetzt mal im Zuge der Geschwindigkeit hier ein bisschen speeden und melde mich gleich wieder, wenn die Migration abgeschlossen ist. So, die Migration ist abgeschlossen. Das Ganze hat jetzt in etwa 20 Minuten gedauert und scheint offensichtlich geklappt zu haben. Auf jeden Fall lässt mich dieser grüne Haken da oben doch recht optimistisch stimmen. Und ich habe auch gerade eben vom Cloudways Support eine E-Mail bekommen, dass die Migration erfolgreich abgeschlossen wurde. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie die Seite aussieht. Visit Migrated Site. Ich bin ein bisschen nervös. Alles da. Sehr, sehr cool. Ihr seht hier anhand der URL, dass wir uns jetzt tatsächlich auf dem Cloudways-Server befinden. Alle Links, die vorher auf der alten URL funktioniert haben, wurden jetzt entsprechend zu Cloudways geändert, sodass eben auch die interne Verlinkung hier auf der Seite jetzt auf Cloudways reibungslos funktioniert. Super! Dann schauen wir jetzt mal, wie wir uns in unser WordPress Backend einloggen als Administrator, sodass wir unsere Seite auch noch weiter verändern können. Als wir bei Cloudways diese Test-Applikation angelegt haben, WordPress Test, da wurden uns ja schon Zugangsparameter erstellt. Allerdings haben wir darauf ja jetzt unsere Seite migriert, sodass da jetzt die Zugangsdaten gelten, die wir vorher als Administrator auf unserer alten Seite hatten. Das heißt, diese hier werden jetzt nicht mehr funktionieren, sondern ihr loggt euch genauso in die WordPress Backend-Seite ein, wie ihr das vorher auf eurem alten Server gemacht habt. Dann nutzt ihr diesen Link zu eurem Administrator-Panel und loggt euch auf der neuen Seite ein mit euren alten Zugangsdaten. Ja, und jetzt sind wir im Backend unserer Seite und können hier mal schauen, was wir an Seiten haben. Können dann eben zum Beispiel die Startseite bearbeiten. Wenn wir hier zum Beispiel mal diesen Text ändern, sagen Super Angebote im Sommer 2019 und aktualisieren das. Dann sehen wir, auf dem Cloudways-Server haben wir die Überschrift aktualisiert, während auf unserer ursprünglichen Seite noch die alte Version vorhanden ist.
So, das hat super geklappt. Wir können uns im Backend einloggen, wir können Seiten ändern, alle Links funktionieren noch. Ich denke mal, Migration erfolgreich. So viel erstmal zum Thema Migration bei Cloudways. Wenn ihr selber eine Migration durchführt oder durchgeführt habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Es würde mich interessieren, ob es bei euch geklappt hat und wie ihr den Dienst so findet. Ich mache noch ein weiteres Cloudways-Video über die sogenannte Staging-Funktion, doch dazu dann mehr im nächsten Video. Das war jetzt erstmal genügend Nerd Talk. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!